herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Underplayed Commander Spotlight. Diese Woche mit Celestial Kirin. Celestial Kirin ist mit 60 Decklisten nur ein weiterer General aus dem Kamigawa-Block, der zugegebenermaßen relativ unbeliebt ist. Das mag zum einen daran liegen, dass der Block an sich unbeliebt ist. Ich meine, ich brauche niemandem dazu erzählen, dass Kamigawa nach Mirrodin und vor Ravnica einfach ein totaler Flop war, was das Powerlevel der Karten anbelangt. Obwohl ich persönlich, neben vielen anderen, finde, dass er flavortechnisch einer der schönsten Blöcke in der, jüngeren Magic-Geschichte ist. Und dementsprechend bietet es sich natürlich an, einen General zu nehmen, den man aus diesem Set vorstellt. Und meine Wahl ist auf das mono-weiße Kirin gefallen. Die Kirins sind ein Cycle, die allesamt eine Fähigkeit haben, die damit zusammenhängt, dass wann immer man einen Geist oder keinen Zauber spielt, man einen Effekt bekommt, der auf den umgewandelten Mana-Kosten des gewirkten Zaubers basiert. Celestial Kirin ist damit in meinen Augen mit Abstand der stärkste, denn wann immer man einen Geist oder keinen Zauber spielt, werden alle bleibenden Karten mit den umgewandelten Mana-Kosten dieses gewirkten Zaubers zerstört. Dies ist natürlich etwas zweischneidig, denn zum einen kümmert sich das Kirin wenig darum, wem etwas gehört, es zerstört einfach konsequent alles, und zum anderen ist das Kirin auch nicht gerade zimperlich, wenn es darum geht, Selbstmord zu begehen. Das eigentlich Schönste an dieser Fähigkeit ist jedoch, dass das Kirin die Fähigkeit auslöst und sie damit über den gewirkten Zauber auf dem Stapel liegt. Was bedeutet, dass der gewirkte Zauber, sei es eine Kreatur oder nun mal ein Zauber, erst dann in Kraft tritt, wenn das Kirin ausgelöst hat. Und das hat zur Folge, dass man beim Deckbau ein bisschen Acht geben muss, wie man sein Deck tatsächlich strukturiert. Und zudem ergibt es ein sehr interessantes Spielgefühl. Ein Deck um Kirin zu bauen, ist zugegebenermaßen ein bisschen eine Herausforderung. Beginnen möchte ich deswegen mit zwei Karten, die vollkommen losgelöst vom Kirin ihre Arbeit tun. Zum einen Long Forgotten Gohei, welches arkane Zauber günstiger zu wirken macht, und zum anderen Citadel Flut, die eine der wichtigsten Karten in diesem Deck ist. Denn für X Mana lässt sich eine Kreatur mit umgewandelten Mana-Kosten von X oder weniger raussuchen und sie auf die Hand nehmen. Wann immer der Gegner also eine bleibende Karte kontrolliert, die einem ordentlich auf die Nerven geht, sucht man sich einfach einen entsprechenden Geist aus dem Deck, wirkt ihn und hat danach seine Ruhe. Zum Glück kommen Geister in so ziemlich jedem Magic-Set vor, weshalb man eine gar nicht so geringe Auswahl an Geistkreaturen hat, die zudem auch noch mit echten Perlen in jeder Mana-Kostenkategorie aufwarten. Bei einem Mana bietet sich zum Beispiel der Kami der falschen Hoffnung an. Bei umgewandelten Mana-Kosten von 2 sind Selfless Spirit, Spirit of the Labyrinth und Tallow-Wisp absolute Must-Haves. Mit letzterem lassen sich zudem noch Verzauberungen raussuchen, die Unzerstörbarkeit geben, Indestructibility oder Shielded by Faith. Bei 3 Mana bieten sich Bygone Bishop und Roxol Shieldmate an, genauso wie Eidolon of Rhetorik. Mirror Entity muss ich auch nicht weiter erwähnen. Nico Honor hat eine spezielle Funktion, da man sie in Reaktion auf die ausgelöste Fähigkeit des Kirins auf die Hand zurücknehmen kann, weshalb man immer Verzauberungsremoval zur Hand hat, wenn man es denn braucht. Blinking Spirit und Celestial Crusader sind ebenfalls weitere Kreaturen, die für 4 Mana einen erstaunlich guten Job tun, auch wenn man aufpassen muss, da sie für 4 Mana das Kirin eben mit in den Tod reißen. Richtige Granaten findet man auch unter umgewandelten Mana-Kosten von 5. Custody Squire holt einem sämtliche Kreaturen auf die Hand zurück, Ikari Twilight Guardian bleibt immer auf dem Feld und Karmic Guide ist ebenfalls ein Auto-Include in so einem Deck. Bei 6 Mana wird die Auswahl ein bisschen geringer, Spirit of the Hearth und You Say the Morningstar sprechen für sich. Wenn wir zu den umgewandelten Mana-Kosten von 7 kommen, bietet sich ebenfalls eine breite Auswahl an Kreaturen an, die in Commander ihren festen Platz haben. Natürlich spricht auch nichts dagegen, in diesem Deck Karten zu spielen, die nicht unbedingt direkt mit dem Kirin funktionieren. Angel of Light Alabaster ist eine der Karten, die hervorragend funktionieren, da sich so Geister zurück auf die Hand nehmen lassen, die man vorher mit dem Kirin zerstört hat. Um die Zerstörung zu verhindern, eignen sich Airy Interlude und Kindred Boon. That Wish Was Taken ist ebenfalls eine Karte, die man auf keinen Fall unterschätzen und außen vor lassen sollte. Eine weitere Kreatur, die einer Erwähnung bedarf, ist Soul of New Phyrexia. Flavortechnisch nicht unbedingt ein großer Gewinn, macht ihre Fähigkeit das sicherlich wieder wett. Geht einmal alles schief, bietet sich Face Reward an, welches kein arkaner Zauber ist, von denen wir aber auch eine ganze Auswahl haben. Charge Across the Araba ist mit 5 Mana eindeutig die Spitze, aber auch darunter gibt es mit Crypt Swap, Tenji's Grasp, Cleanfall, Terashi's Verdict und Eternal Haze, genauso wie Blessed Breath, einige nützliche Werkzeuge. Alles in allem baut man sich quasi eine Toolbox aus Karten, die für jede Mana-Kostenzahl Antworten bereithalten. Wer also herausfordernde Deckbauaufgaben liebt, der ist mit dem Kirin gut beraten.
Auch wenn ich zugeben muss, dass manche Spielrunden wohl sehr negativ gegenüber dem Kirin eingestellt sein dürften. Nichtsdestotrotz ist Kirin ein sehr unterhaltsamer Commander und wenn es nur daran liegt, dass der Deckbau am meisten Spaß macht. Und in diesem Sinne möchte ich mich weiter verabschieden. Vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut.